Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen an einem neuen Video von mir. In diesem Video werden wir ein GSM-Modul verbauen für unsere Standheizung. Was das Ganze ist und was das ganze Ding kann, das klären wir nach dem Intro. Okay Freunde, bevor wir anfangen, sollten wir glaube ich erstmal klären, was ist ein GSM-Modul und was kann das Ganze. Also quasi, was machen wir eigentlich in diesem Video. Das GSM-Modul ist im Prinzip für unsere Standheizung. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in den Bergen, schön am Snowboarden. Euer Auto steht irgendwo schön unten, in der Kälte, weil in der Regel im Winter ist es kalt. Ihr seid irgendwann, roundabout 17 Uhr, fertig mit Snowboarden und möchtet euch umziehen gehen. Jetzt nehmt ihr euer Handy raus, ruft kurz eine Nummer an. Eure Standheizung geht an, wird richtig schön warm und ihr kommt in ein richtig schön vorgewärmtes Auto. Das ist richtig cool und genau das macht dieses GSM-Modul. Da könnt ihr hinten eine SIM-Karte einbauen, quasi einfach irgendeine Prepaid-Karte, muss nichts können, muss einfach nur eine Nummer haben. Die Nummer könnt ihr auf eurem Handy speichern, könnt sie einfach anrufen und eure Standheizung geht an. Mega coole Sache, finde ich auch. Und das Geile ist, theoretisch könnt ihr das von überall, von der ganzen Welt aus steuern. Das heißt, ganz egal wo ihr seid, ihr braucht einfach nur Handyempfang und los geht's quasi. Um das ganze Ding einzubauen, quasi müssen wir noch unsere Standheizung verkleiden, weil aktuell ist sie an diesem einen Fach noch komplett halt unverkleidet und da müssen wir halt noch eine Verkleidung drum bauen, dass wenn ihr irgendwelche Schuhe, Klamotten so ein Zeug reinwerft, dass sie nicht alle auf der Standheizung drauf liegen und die Standheizung überhitzt. Das heißt, diese zwei Sachen werden wir heute gemeinsam tun. Um gleich mal vorne wegzugreifen, viele von euch werden sagen, ja, aber wenn jeder diese Nummer hat oder irgendeiner diese Nummer rankommt, dann kann er meine Standheizung anrufen und dann läuft diese Standheizung. Ja, genau richtig. Allerdings könnt ihr mit diesem GSM-Modul nur gewisse Nummern quasi erlauben oder blockieren. Dementsprechend kann nicht jeder lustige Mensch quasi eure Standheizung anrufen und eure Standheizung starten. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit, Freunde, und wir fangen jetzt erstmal an, mit der Verkleidung für die Standheizung zu bauen und dann später mehr zum GSM-Modul. Okay, Freunde, im ersten Schritt müssen wir jetzt mal ausmessen, quasi wie wir diese Leisten dahin machen. Ich bin mir noch nicht so 100% safe, wie ich das genau mache. Das überlege ich gerade noch. Aber ich glaube, das wird gut. Ich habe schon theoretisch eine Idee, wie ich machen möchte. Die, glaube ich, auch soweit funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber wird ganz gut. Ihr seht ja gleich, wie es wird. So, da hinten drinne diesen Vorsprung da, den muss ich jetzt mal noch wegschleifen, weil da habe ich quasi nicht sauber genug gearbeitet beim Einbauen, aber ist gar nicht so schlimm. Das schleife ich jetzt kurz weg und dann wird das ganz gut. Die Winkel sind jetzt soweit fertig und die müssen jetzt quasi da unten reingeschraubt werden. Das wird quasi jetzt unser nächster Schritt. Jetzt sind quasi sogar beide Halter schon drin. Einmal da und einmal da. Und jetzt müssen wir es quasi mit Brettern verkleiden. Das wird quasi jetzt unser nächster Schritt. Das erste Stellbrett ist jetzt gebaut und das Ganze werden wir jetzt mit Filz beziehen. Eigentlich wollte ich quasi diese komplette Verkleidung in einem machen, nur das Problem ist, dass da dieser Rand ist, um unsere Sitzfläche aufzulegen und deswegen wird man das quasi nicht komplett reinbekommen. Deswegen machen wir es jetzt in 2 Stücken, aber ist glaube ich auch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, man sieht da nicht den Unterschied, aber keine Ahnung, mal schauen. So, das Brett ist jetzt soweit bezogen, die Löcher sind drin und jetzt können wir das Brett quasi da unten reinbauen. So, das wäre Nummer 1 und ich würde sagen, die hebt ganz schön gut.
So, und quasi jetzt. Schauen wir mal, ob das zweite Brett da auch noch reinpasst. Und ich würde mal sagen, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt noch festschrauben und dann sind wir quasi mit der Verkleidung schon fertig. Das Fach ist quasi fertig, Freunde. Ich würde sagen, das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Wenn man hier oben reinguckt, so, dann hat man halt eben noch eine zusätzliche Ablagefläche. Das ist auch echt stabil. Kann man drauf rumboppen und so. Vorne, das ist echt stabil. Sieht soweit gut aus, finde ich. Genau, hier kommt jetzt eben der Schlauch raus. Hier hat die Standheizung jetzt genug Luft, um quasi nicht zu überhitzen und so weiter. Also ich würde sagen, das ist, glaube ich, ganz gut geworden. Okidoki, Freunde, das war Schritt Nummer 1. Und Schritt Nummer 2 wird jetzt sein, das GSM-Modul einzubauen. Das heißt, ich muss jetzt den oberen Deckel nochmal rausnehmen, weil ich an diese Kabel gleich ran muss. Genau, aber bevor ich dieses GSM-Modul einbauen kann, muss ich noch kurz eine SIM-Karte besorgen, eine Prepaid-SIM-Karte, weil die habe ich noch nicht. Also meine alten SIM-Karten finde ich den PIN nicht mehr und so, alles schrottig. Deswegen gehe ich jetzt nur kurz eine SIM-Karte besorgen. Allerdings ist heute jetzt quasi Schicht im Schacht, weil es wird jetzt schon wieder dunkel und im Dunkeln zu arbeiten macht keinen Spaß. Und vor allem seht ihr da auch nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier jetzt erstmal für heute und sehen uns dann quasi morgen wieder, wenn wir mit dem GSM-Modul weitermachen. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir das ganze Modul hinbauen und so weiter. Aber das soll quasi dann mal Thema von morgen werden. Okay, unterhalten wir uns mal über dieses GSM-Modul. Die Verkleidung für die Standheizung ist jetzt soweit drin. Ich habe das obere wieder rausgeschraubt, dass wir daran arbeiten können. Und im nächsten Schritt möchten wir dieses GSM-Modul da einbauen. Was ich im Schritt vorher schon gemacht habe, ich habe mir eine SIM-Karte besorgt. Und ganz wichtig, wo ihr darauf achten müsst, ihr müsst den SIM-Pin rausmachen. Packt die Karte in irgendein altes Handy, macht dieses SIM-Pin raus, dass einfach diese Karte immer funktioniert. Und dann könnt ihr sie in dieses Gerät reinpacken und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Was brauchen wir alles? Wir brauchen einmal Strom hier unten rein. Das Stromkabel habe ich jetzt auch schon verlegt, weil ich denke mal, nach dem Elektrovideo werdet ihr alle wissen, wie man Stromkabel verlegt und auch wo meine Stromkabel rumlaufen. Ist sehr unspektakulär. Wenn du das Video noch nicht kennst, dann verlinke ich es dir, dann kannst du es direkt mal anschauen. Da erkläre ich dir auch, wie du die Kabel hinten auflegst, wo du darauf achten musst und so weiter. Kannst du dir dann angucken. Bei diesem Modul muss einmal, wie gesagt, Strom rein, habe ich schon verlegt, und im anderen haben wir hier einmal Normally Closed und COM und einmal Normally Open und COM. Das sage ich euch gleich, wo ihr was hin verkabeln müsst. Das Ganze werden wir jetzt erstmal nur pro forma anschließen, um zu gucken, was funktioniert, und wenn das Ganze funktioniert, dann überlegen wir uns einen Platz, wo wir es dann final einbauen. Was wir dann noch brauchen, um das Ganze zu steuern, ist hier unten dieses Kabel. Das seht ihr ja. Das ist einmal braun und einmal weiß, und hierauf, auf diesem Kabel, kommt dann nachher der Kontakt. Da werde ich jetzt einmal den Stromschlauch wegmachen und das Kabel verlängern, und dann können wir uns das gleich mal anschauen. Na, alles gut? Ja, Mann. Wie ihr sehen könnt, sind hier jetzt die zwei Stoßverbinder drauf. Das Ganze hebt jetzt wirklich sinnvoll. Jetzt haben wir hier das Kabel dran, und damit können wir jetzt auf das GSM-Modul fahren. Hier muss einmal Plus und Minus rein, um Strom auf die ganze Kiste drauf zu geben. Und hier müsst ihr einmal Normally Open und auf den COM-Anschluss. Mit dem weißen auf COM, mit dem braunen auf Normally Open. Dann seht ihr hier, die LED leuchtet, das heißt, ihr habt Empfang. Und das war es erstmal. Das heißt, diese Kiste können wir uns hier hinten erstmal einbauen. Und dann, wenn wir die ganze Kiste eingebaut haben, dann geht es darum, wie wir die ganze Sache einrichten, dass das auch funktioniert. Das heißt, ich baue das ganze Ding jetzt erstmal hier ein, und dann geht es weiter mit der Software. Okay, wie ihr sehen könnt, das GSM-Modul ist jetzt verbaut hier, schön festgeschraubt, hebt.
Die Antenne ist gesichert, hier unter diesem Vorsprung. Die Kabel sind nach hinten ordentlich ausgebunden. Hier habe ich noch einen Klebesockel dran gemacht, dass sie nicht abreißen können. Hier hinten sind die Kabel nochmal gesichert und laufen dann unten schön weg. Das heißt, hardwaretechnisch ist jetzt alles soweit verkabelt und im nächsten Schritt geht es jetzt dann mit der Software weiter. Okay, die Hardware ist soweit verbaut und jetzt sollten wir uns einmal darüber unterhalten, wie das Ganze eingerichtet wird. Das Ganze ist eigentlich super einfach und scheitert in der Regel nur an so ein paar Kleinigkeiten. Das erste, worauf ihr wirklich achten solltet, das habe ich eben schon erwähnt, ihr müsst wirklich gucken, dass die SIM-Sperre draußen ist von eurer SIM-Karte, dass eure SIM-Karte aktiviert und angemeldet ist und ihr solltet darauf achten, dass eure Mailbox ausgeschaltet ist. Diese 3 Sachen sind erstmal essentiell wichtig. Wenn ihr die 3 erledigt habt, dann könnt ihr das Ganze in das GSM-Modul einschieben und das GSM-Modul verbauen. Das ganze GSM-Modul muss natürlich erstmal anständig eingerichtet werden. Das heißt, ihr müsst dort eingeben, welche Nummer ihr habt und so weiter. Um hier einfach mal euch das ganz kurz zu zeigen, die App Gate Opener hat bei mir ganz gut funktioniert. Das heißt, die App öffnen wir mal und jetzt seht ihr oben rechts Add Device. Da drückt ihr drauf, dann gebt ihr dem Ganzen einen Namen. In meinem Fall nenne ich das Ganze jetzt mal Ford Ranger Heater. So, dann tragt ihr hier eure Nummer von eurer Karte ein. Ich trage da jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein. Einfach nur, um euch das Ganze zu zeigen. Wenn ihr einmal nach rechts swiped, könnt ihr das Ganze einrichten. Das heißt, hier die Relay Close Zeit könnt ihr einschalten. Das Ganze braucht eben nur eine kurze Flanke, das heißt, ihr könnt auf 0,5 Sekunden gehen. Könnt ihr auf Sure klicken, dann wird einmal hier, wie ihr seht, ein Code an euer GSM-Modul rausgeschickt und das GSM-Modul richtet sich so ein. In dieser ganzen App könnt ihr euch da mal durchsuchen. Hier oben könntet ihr das Ganze resetten, dann könntet ihr noch sämtliche Nummern hineinfügen, wo ihr eben sagt, hier da Authorized Call In. Da könnt ihr dann entweder sagen, alle Nummern erlauben oder nur autorisierte Nummern erlauben. Da könnt ihr dann eure eigene Nummer, die von eurer Freundin, Nachbarin, Oma, Opa, wem auch immer eintragen, die halt auf eure Standheizung zugreifen dürfen. Und dann könnt ihr auch noch sagen, wann wer wie viel Uhr anrufen darf oder auch nicht. Wenn ihr das Ganze soweit eingerichtet habt, dann könnt ihr hier unten links auf Make Call klicken, könnt eure Standheizung anrufen und dann sollte sie soweit auch angehen. Okay Freunde, unser GSM-Modul ist jetzt soweit eingerichtet und jetzt können wir das Ganze mal testen. Ihr müsst jetzt einfach nur eure Standheizung zum Beispiel zu euren Favoriten hinzufügen. Dann könnt ihr sie ganz einfach anrufen. So. Dieser Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Und dann geht das ganz kurz und schon geht eure Standheizung im Prinzip an. Müssen wir kurz warten. Und da läuft sie schon. Genau das ist das, was wir wollen. Das heißt, unser GSM-Modul funktioniert. Das freut mich richtig. Das ist, glaube ich, ein mega Gamechanger. Aber ich werde euch in den nächsten Videos, wenn wir auf Reisen sind, mal berichten, ob das Ganze cool ist, funktioniert, nicht funktioniert oder wie auch immer. Okay Freunde, ich habe jetzt soweit alles zusammen, um unsere Maxtrax oben aufs Dach drauf zu packen und das wird auch der nächste Schritt sein. Wie ihr gesehen habt, wir machen das Ganze auf Loadbars, dann habe ich von Maxtrax diese Stifte gekauft, die müssen wir jetzt da reinbohren und dann festschrauben und dann können wir das Ganze aufs Dach drauf packen. Wo wir es aufs Dach packen, das werdet ihr dann gleich sehen, aber erstmal müssen wir jetzt diese Befestigungsstifte da dran festmachen.
Und Nummer 2. Wie ihr sehen konntet, sind wir jetzt soweit fertig mit diesen Pins drauf machen. Und jetzt schrauben wir das Ganze mal hier auf das Dach drauf und schauen uns mal an, wie es aussieht. Bin mir noch nicht so richtig sicher, wie rum und so, aber ich glaube, es wird gut. Und zwar habe ich dieses Mal die Low Profile Load Bars gekauft, einfach, dass sie nicht so weit vom Dach abstehen und nicht so viel Luft unten drunter kommt und es halt auch einfach besser aussieht, weil das Dach fällt ja leicht vorne ab. Das heißt, dann sind sie einfach vom Höhenunterschied nicht so krass zu den Solarpanels. Keine Ahnung, ich habe mit diesen Low Profile Load Bars auch noch nie was gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie stabil dieser Winkel ist und so weiter. Aber ich glaube, das finden wir jetzt einfach gemeinsam raus. Wir schrauben jetzt einfach mal die erste Loadbar drauf und dann wackele ich mal ein bisschen dran rum und schauen mal, wie stabil oder eben nicht stabil das Ganze ist. Das Schöne ist bei den Loadbars, ist ja nicht für die Ewigkeit. Man kann ja einfach dann die anderen Füßchen drunter kaufen und dann passt es halt auch. Das heißt, wir testen es einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, kann ich mir noch Gedanken machen, wie es ändert. Okidoki, Freunde, die Loadbars sind jetzt drauf und jetzt können wir das erste Mal die Maxworks draufpacken und uns das Ganze mal angucken. Ich persönlich finde es mit diesen Low Profile Loadbars richtig geil. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, ne? Da sind die Halter. Hier sind die Stifte, wo die Maxtrax draufkommen. Diese Halter hier, die werde ich wahrscheinlich irgendwann mal noch bei einem Schlosser Pulver lackieren lassen, Pulver beschichten. Aber hier diese Bars, die sind richtig massiv. Also da bewegt sich gar nichts. Die sind echt super mega massiv. Von hier oben sieht schon mal richtig geil aus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an von unten. Und so sieht das Ganze jetzt von vorne aus. Also ich würde sagen, das sieht richtig cool aus. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Okay, Freunde, wir sind am Ende des Videos angelangt und ich würde sagen, in diesem Video haben wir mal wieder richtig viel geschafft. Das waren alles noch so Kleinigkeiten, die ich erledigen wollte, bevor ich mit der Küche anfange. Wir haben die Standheizung verkleidet, wir haben das GSM-Modul eingebaut und wir haben die MX-Tracks auf dem Dach. Das heißt, wir haben alles soweit erledigt. Im nächsten Video können wir uns dann endlich an die Küche ranmachen und endlich mal im Prinzip das Herzstück dieses ganzen Campers fertig machen, hoffentlich. Da wird sich auch einiges ändern im Gegensatz zu unserem letzten Ausbau, aber werdet ihr dann alles in den folgenden Videos sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Video gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest und mein Video deinen Freunden empfehlen würdest, die es vielleicht auch interessieren könnte. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt unten auf Abonnieren klicken würdest und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich auch benachrichtigt, wenn wir sonntags unsere Videos hochladen. Und somit bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus aus diesem Video. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag. Haut rein und ciao.